Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und auf diesem Kanal dreht sich alles um den Deep Dive in die Lyrics. Wir schauen uns so gut wie möglich alles aus psychologischer und aus philosophischer Sicht an. Und heute haben wir wieder ein interessantes Werk von Ren. Das heißt, greift euch irgendwas zu trinken, ein Teechen, eine Limo, was auch immer, macht es euch bequem. Und wir schauen uns heute die tieferen Layers von Kujo Beatdown an. Kurze Vorgeschichte. Hm, weil ich glaube, das ist wichtig hier für dieses Video. Ren hat seinen Song Sick Boy, zu dem ich auch schon ein Video gemacht habe, rausgebracht, der ihm unglaublich wichtig ist, weil es Teil seiner Vita ist. So, und das ist sein Baby. Und er hat da drin ein Sample verwendet, so ein Chor sozusagen. Und diesen Chor, dieses Sample hat er damals gekauft, die Lizenz gekauft, damit er die verwenden kann. Und Sick Boy ist irgendwann durch die Decke gegangen, hat viel Erfolg gemacht und derjenige, der dieses Sample zum Verkauf gestellt hat, hat sich dann quasi, ich glaube nicht direkt an Ren, sondern erst, ähm, an ja, an die Musik verwalten von Ren. Ich weiß gar nicht, wer das ist, weil Label hat er ja nicht, aber hat sich quasi an die Leute gewandt und hat gesagt: „Hier übrigens, ich kriege noch Kohle von euch, weil ihr macht mit meinem Zeugs hier Geld. So, das heißt, ich möchte meinen Fair Share haben.“ Und Ren hat versucht, als er davon mitbekommen hat, in Kontakt zu gehen, das zu klären, ne, hat gesagt: „Hier, also eigentlich habe ich dafür schon bezahlt, damit ich damit Geld machen kann. So, wie können wir da 'ne Lösung finden? Wenn du irgendwie, ne, möchtest, können wir gerne zusammen irgendwas starten und darüber den Gewinn 50-50 teilen.“ Und, ist auch mit der Freundin in Kontakt gegangen, die auch irgendwie versucht hat, mit, ähm, Regel oder 'ne Lösung zu finden. Und am Ende ist das aber alles sehr eskaliert. Und, der gute Mann Kujo Beats, glaube ich, hat dann alles ausgeschlagen und hat gesagt: „Ich will einfach nur meine Kohle, gib mir mein Geld.“ So. Genau, und dann, ging das Ganze quasi, ich weiß gar nicht, wie ist es, wie wurde das gelöst? Ich glaube, Ren hat erst mal, ähm, das Video runtergenommen und hat dann den Song noch mal neu gemacht, sodass quasi das Sample, glaube ich, nicht verwendet wurde oder irgendwas Ähnliches oder irgendwie so was. Und es hat sich sogar im Nachhinein rausgestellt, dass dieser Chor, den Kujo Beats verwendet hat, dass das von irgend 'nem Chor aus weiß ich nicht wo war, von so 'nem ganz kleinen Ding und er nicht mal dafür die Rechte hatte. Das heißt, er hat eigentlich selbst so, also Riesengeschichte, Riesending und für Ren war es hochemotional und natürlich sehr, wie sage ich das? Es hat ihn ein bisschen wütend gemacht. Es hat einen Teil in ihm hervorgeholt. So, und den wollen wir uns jetzt angucken. Jetzt habe ich lang genug gequatscht, los geht's. Ich finde das hier schon ganz schön, das erste Bild, ne? Ähm, wie er eigentlich dasteht und dann hat er hier so dieses Handtuch so drüber und das hat so 'n bisschen was von der Justitia, von dieser Dame mit der Gerechtigkeitswaage in der Hand. Na ja, so. Trying to be the person who is rightly doing right, who is right there on the righteous path, no wrong in words I write. But the forces out that test me, ran. I'm trying to find the path and forgive all those who test my will. There's trouble in my heart. What the fuck, you little pussy? This ain't highway number 2. This ain't pendulums or songs of hope the cunt took from you. And the last time we did this, the hope did prevail. Now the hope is the road that will choke a bitch pale. No, no, just wait. Okay, okay, just wait a minute. Ähm, mehrere Ebenen, ne? Allein der Anfang, wie er da hockt und das schwere Atmen macht, erinnert genau an den Start auch von Sick Boy. Wenn ihr's noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall mal an. So, entweder das Original oder auch gern mein Reaction-Video dazu, beides. Ich verlinke euch hier oben mal das Original. Hm, da ist also der Callback zurück zu dem Originalvideo und dann fangen wir quasi mit dem Ren an, der versucht, ähm
vernünftig zu sein. Ne, dieses: „Ey, lass uns ruhig bleiben, lass uns irgendwie gucken, wie wir damit klarkommen“, so. Ähm, und dann kommt der Ren rein, der sagt: „No way. Hier wurde 'ne Grenze übertreten. Wir haben echt viel versucht. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist das Ding ist durch. So, und jetzt übernehme ich.“ Ähm, das ist so cool, ne, weil wenn wir noch mal weiter zurückgehen zum Song „Hi Ren“, auf den er auch noch mal zu sprechen kommen wird gleich, ähm, da geht's ja auch um diese 2 Anteile, den hoffnungsvollen und einmal den bösen, so. Nur dass er in „Hi Ren“ sich selbst runtergemacht hat. Ich meine, macht er hier jetzt auch, aber der ist eigentlich grade sauer auf jemand anderen, nämlich auf Kujo. Und der sagt: „Jetzt ist durch. Ich übernehme jetzt, halt deine Klappe.“ So. Ich möchte, dass du aufhörst, dich hier anzupassen. Ich möchte, dass du aufhörst, Lösungen zu finden. Ich möchte einfach nur zerstören. Da kommt dieser Typ von der Seite, pisst mich an. So, worum geht es da? Was ist die tiefere Bedeutung? Hm, ich habe schon am Anfang gesagt, ne, das ist Rans Baby gewesen, der Song. Und ist es auch immer noch. Und dann kommt jemand und versucht aus diesem Baby, aus dieser Arbeit, wo er seine ganze Seele, seine ganze Geschichte reingepackt hat, versucht er aus Ren Geld zu schöpfen, weil er seine Chance darin sieht. Und nicht, weil er Bock hat, bekannt zu werden, weil er Bock hat, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, weil er geht ja überhaupt nicht auf Rens, Angebot ein, sondern es geht ihm nur darum, Geld zu kriegen. Das heißt, wir sind hier an 'nem Punkt, wo wir von Gier sprechen. Und Gier, wie wir vielleicht wissen oder zumindest die Renegades wissen, ist etwas, mit dem Ren überhaupt nicht gut kann. So, das ist das, was so richtig, richtig doll gegen Rens Werte geht. Und das ist oft genug der Punkt, ne? Wenn wir haben jeder Mensch hat seine eigenen Werte, aufbauend auf dem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und wir wollen diese Werte in unserem Leben haben. Wir wollen, dass diese Werte geehrt werden, dass sie mit Respekt behandelt werden von uns selbst und aber auch von anderen. Und so geht es jedem Menschen. Und dann treffen halt Menschen aufeinander, die unterschiedliche Werte haben, so. Und manchmal, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir an 'nem dunklen Punkt sind, dann kommen wir dahin, dass wir bestimmte Werte hinten runterfallen lassen. Und das haben wir einmal bei Kujo, der vielleicht grade an 'nem Punkt war, wo er, wenig Kohle hat, wo er nicht wirklich vorankommt mit seiner Musik, mit seiner Kunst, was auch immer, und verzweifelt ist und dann quasi erschnuppert: „Ah, da kann ich vielleicht schnell leichtes Geld machen, was mich aus meiner Misere rausbringen würde.“ Aber ich möchte nicht wirklich was dafür tun, sondern ich habe ja schon diesen einen Beat da rausgehauen und damit will ich jetzt Kohle machen. Ende. So, ich will nichts investieren. Das schnelle Geld machen. Und da fallen sicherlich bei Kujo Werte hinten runter. Und dann kommt Ren, dessen Werte nicht geehrt werden von Kujo, der sogar einen Antiwert sozusagen anteasert, Gier. Und da fühlt sich ein Teil in Ren angesprochen, der wieder sagt: „Ich übernehme jetzt. Ich weiß, deine Werte sind miteinander und wir bauen uns alle aufeinander auf, Community und wir unterstützen uns und so, Kommunikation, wir versuchen die Dinge zu klären, all diese Sachen. Hat nicht funktioniert, hast du probiert, jetzt bin ich dran. Da ist Gier. Ich reagiere jetzt auf Gier.“ Number two, this ain't pendulums or songs of hope that can't talk from you. And the last time we did this, the hope did prevail. Now the hope is the road that will choke a bitch pale. No, no, just wait, just wait a sec. Cause there's nothing to be gained when you sever the neck. I know the art is a part of your heart, so you're upset. But this hate breeds hate, please wait, geez, Ren. I'm getting pretty sick of the sick boy, trying to be the it boy, trying to be the I'm so morally equipped boy. Face it, you're mad as fuck, Ren. Now let me cut this worm with my razor blade pen. Dieses Hin und Her, ne, dieser Dialog innerhalb von Ren. Und beiden liegt die Kunst am Herzen. Und beide gehen anders damit um. So. Und normalerweise hat der Ren, der reasonable ist, die Kontrolle. So. Aber es kommt bei uns oft genug der Punkt, wenn wir einen bestimmten Weg versuchen und es funktioniert nicht.
Und wir kommen in so 'ne Position, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir keine weitere Strategie mehr haben, aber wollen, dass es endlich aufhört, dass es weggeht, dass es sich verändert. Wir uns ohnmächtig fühlen, wir uns in die Ecke getrieben fühlen, Ecke gedrängt fühlen. Und dann auch noch unsere Werte mit Füßen getreten werden oder da jemand vor uns steht, der seine eigenen Werte hinten runterfallen lässt und Gier zum hohen Wert macht, was unser oh Gott, bin schon ganz hier. Ähm, was unseren eigenen Antiwert quasi triggert. Ähm, wobei triggern das falsche Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass dann eine Seite zum Vorschein kommt, die auf Wut basiert, die auf Kampf basiert, weil wir keine andere Lösung mehr haben. Und diese Wut, die wird hier verkörpert und sagt: „Ey, lass mich von der Leine, lass mich einfach los. Let's go. Ich mache das, ich regel das, ich mache den platt." So, und es ist so schön, dieses Wortspiel mit my Razorblade Pen. Weil er entscheidet sich ja nicht dafür, gegen Cujo körperlich vorzugehen, sondern er entscheidet sich, diesen Song hier zu machen. Cujo Beatdown. Und deswegen Pen im Razorblade Pen im Sinne von: „Lass mich hier diese krassen Sachen aufschreiben. Lass mich meine ganze Wut ausdrücken." Und damit so richtig ihm eins reinwischen, weil Ren hat Reichweite. Er zerstört den Namen von Cujo. Es wird so viele Künstler geben, die keinen Bock mehr darauf haben, irgendwas mit Cujo zu machen oder irgendwas von ihm zu kaufen. So, das wird schwer für Cujo werden, da noch irgendwie 'n Fuß auf 'n Boden zu kriegen. Das ist das, wie Ren das gemacht hat. So, weiter geht's. Ich spule noch mal zurück. Und dieses Callback, ne? Wir sind hier nicht mit dem Pendel unterwegs von Hope und so. Das ist dieser Callback zu dem High Ren-Video, wo er davon spricht, ne, das Gute und das Böse immer im Wechsel, immer im Pendel und immer ausgeglichen und so und umso mehr Licht scheint, umso mehr Schatten und so weiter und so fort. Aber lass uns ruhig bleiben, lass uns entspannt damit werden, dass es eben diese Wellen gibt, und nicht sofort auf alles reagieren. Lass uns weniger reaktiv werden und eher bewusst und klar mit dem umgehen, was in uns für Emotionen toben. Und er sagt: „Fuck that." Now let me cut this worm with my razor blade pen. Fuck it. Jetzt lässt er ihn übernehmen. Oh, mit dem Herzschlag. Hi Cujo, please don't try to struggle. Hear me out. See, I'm on your side, really. Well, I was till I found you could get a little greedy. Push your luck a little far. There's a moral, little Jimmy, of the cookie and the jar. See the needy and the greedy, they're just trying. Da sind wir, ne? The Needy and the Greedy. Und davor der Callback zu Money Game 3. Little Jimmy and the Cookie Jar. Wenn ihr den Song noch nicht gesehen habt, auch dazu gibt es ein Reaction-Video von mir, aber schaut euch vorher gerne das Original an. Einmal komplett als Durchlauf. Das ist eine Geschichte, die ist grandios. Ich verlinke euch das hier oben wieder. Und da geht es genau um diesen Punkt von Gier, von wie wir da hingekommen sind. Ne? Was sind dieses Needy and the Greedy? Weil es geht ja hier nicht nur darum, das Symptom zu verurteilen, das Symptom von Gier, sondern es geht ja auch darum, sich anzugucken, woher kommt das? Woher kommt dieses Needy, dieses Bedürftige, dieses Gefühl von wie heißt das Wort? Von Mangel. So, ich habe noch nicht genug, ich brauche noch. So, darum dreht sich Money Game 3. Und dass es so normal geworden ist in unserer Gesellschaft, dass, wenn wir die Möglichkeit bekommen, in die Kiste mit den Keksen zu greifen, wir mehr nehmen, als wir brauchen. Einfach nur vorsichtshalber. Einfach so, weil man das so macht. Und wie er auch anfängt: „Hallo Cujo, ich bin auf deiner Seite, wirklich. Naja, zumindest, bis ich herausgefunden habe, dass du versuchst, mir ans Bein zu pissen." So. Und eigentlich gar kein Interesse daran hast, eine richtige Lösung zu finden, sondern einfach nur Kohle von mir willst. So. Und ich meine, mal auf einer ganz anderen Ebene wissen wir, dass Ren mit seinen chronischen Erkrankungen durch die Lyme Disease auch unglaublich viele medizinische Behandlungen braucht und endlich mal die Kohle hat, das zu bezahlen.
ne, auch ins Ausland zu reisen, um sich dort die richtige Behandlung zu holen. Und natürlich, dass er auch das Geld in die Kunst reinsteckt, in die Videos, um uns eben etwas zurückzugeben, um die Kreativität ausleben zu können. Und dann kommt jemand und will ihm das weggeben, sozusagen, ne? Und nicht mal, ich meine, wir sprechen hier ja nicht mal von 'ner Berechtigung, sondern Ren hat 'ne Lizenz erkauft damals. Und das von jemandem, der sich auch noch 'n Sample genommen hat, was nicht rechtens war. So, was nicht erfragt wurde beim Chor. Von ja, wie auch immer, hatten wir schon. Und ja, sehr, sehr schöner Punkt. Und jetzt hat er ihn gekidnappt und, ja, hält ihm eine kleine Predigt. Wir gucken noch mal weiter. Cookie in the jar. See the needy and the greedy, they're just trying to fill a hole. So they take and then they take, it's still the empty in their soul. They feel so hard done by. Poor little you. Wanna take from me, big? Then I'll take from you too. Dieser Chor, ne, im Hintergrund. Und da Shut up, slut, you said enough. I thought you said you like it rough. I thought you said she liked it rough. But you're a bitch, man, what the fuck? I'm confused by this dynamic. Like it's Bonnie and it's Clyde, but the killing you're committing is career suicide. Whoa, guys, you probably think that this is extreme, I won't lie. Maybe just a little bit mean, you know, I feel a little bad about it, really. Nah, I'm only messing, lad, I love to spank the greedy. Ich liebe diese Zeile, wirklich. I love to spank the greedy. Ach. Also, folgende Situation, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, hat, die Freundin von Cujo auch ihren Senf mit dazu gegeben und am Anfang so: „Hey, ja klar und wir können über alles reden und, wir klären das auf jeden Fall“, und hat dann quasi hintenrum auch Falschaussagen getroffen und ist an die Öffentlichkeit gegangen quasi und hat da Lügen erzählt über Ren und quasi, was geklärt werden sollte und wie es geklärt werden sollte. Und ich weiß gar nicht, ob sie irgend 'ne Aussage dazu getroffen hatte, dass sie es rough mag, so. Aber allein, dass Ren mit diesen Ausdrücken um die Ecke kommt: „What the fuck, you little slut“, so, ähm darf ich das überhaupt bei YouTube sagen? Ähm, zeigt schon, wie viel Wut da ist, ne, so. Und er hat jetzt beide gekidnappt, beide gefesselt an einen Stuhl, um ihn zu predigen. Im Hintergrund dieser dramatische Chor, der immer wieder eingeblendet wird und ausgeblendet wird. Hm, und zwischendurch fast schon dieses humorvolle „La la 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 la“, so. Ja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, wer weiß. So, könnte schon sein, vielleicht ein kleines bisschen. Ist in Ordnung, so. Aber es macht mir einfach so 'ne Riesenfreude, das zu adressieren, was hier passiert, nämlich die Gier. Weißt du, Zeit, dass wir mit der Nummer aufhören, dass wir das immer wieder adressieren, dass wir es immer wieder aufzeigen, was passiert und dass das nicht in Ordnung ist, dass das kein menschliches Miteinander ist. Ja. I'm only messing, lad. I love to spank the greedy. Feel me? I hope you wake up sweating from your nightmares. See me? I'm the sick boy that you enslave. Free me. When you fuck with my work, you might as well bleed me. I put my whole soul into my words legally. Now a little thief want beef, want steal from me. That's how little thief lose teeth. You meal to me. I'm the subject matter. You are part of the scenery. This is how the sick boy work. You feeling me? Cunt, I'm sick with the pen. I went easy on the daughter. He's a friend, it's Zen. But if I Ach Gott, so viel drin. Hier der Callback zu Dotter, King Dotter Diss, ist wieder 'n anderes Ding. Habe ich auch schon überlegt, ob ich da 'ne Reaction zu mache, weil's da am Ende so 'ne geile Message gibt. Vielleicht mache ich das beim nächsten Video. Ähm, und da hat Ren ja auch quasi auf den Diss, den King Dotter zu Ren gemacht hat sozusagen, also King Dotter ist 'n Rapper, der Ren gedisst hat in 'nem Song. Und Ren hat sich dann quasi drauf eingelassen, weil das eben auch das Game von Hip-Hop ist, so das ab und zu mal zu machen, auch wenn Ren an sich kein Battle-Rapper ist. Aber er hat sich was Cooles einfallen lassen, was ich sehr mag. Und hat aber auch dort natürlich nicht so viel das Blatt vor den Mund genommen und hat, Dotter auch ein bisschen, Gegenwind gegeben, um's mal nett auszudrücken. Und er sagt: „Ey, ich das war noch nichts, so. Das war nettes Geplänkel. Das hier ist was anderes. Hier geht's um was ganz anderes, 'n ganz anderes Thema.“ Dann haben wir den Punkt, ähm
Den fand ich ganz spannend mit dem Chor, der dann quasi drumherum liegt, wie abgeschlachtet. So überall Blut und alle liegen leblos rum. Und der Chor ist ja eigentlich was, was für Religion steht, ne? Was die Himmelspforten und wir preisen den Gott und die Herrlichkeit und auch was von Unschuld, so, von Reinheit, göttlicher Liebe und so weiter. Und die liegen jetzt halt so drumherum. Und das ist so ein bisschen die Frage, ne, ob man, weil Gier ist ja eine Sünde, sozusagen eine der Sünden, der großen, ähm, dass Gott, dass die quasi, ne, nicht Gott, dass dieser Chor von Cujo hingerichtet wurde, so, durch die Gier, ähm, was ja auch wieder die Anspielung sein kann auf den Chor, dessen Genehmigung Cujo nicht hatte, so. Ähm, oder dass der Anteil von Ren einmal komplett durchgedreht ist, so, dann es niedergemetzelt hat. Hm, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall 'n starkes Bild. Dann sehen wir zwischendurch die Schweinsmaske. Schweinsmaske, wissen wir, bei Ren steht auch wieder für Gier, die Cujo auch hat, einfach ganz klare Message, so. Ja. Pen. I went easy on the daughter, he's a friend, it's Zen. But if I ever hear your mouth speak the name of Ren out in public, then it's public, you don't want that again. And no warning for your bitch, of a girlfriend too. Mrs. Nice behind the scenes, poor Cujo, boo-hoo. If I ever read another fucking comment from you, then this is only part one, it's even worse than part two. Ja. Und das ist ganz schön, dass er hier das noch mal so reinschreibt, ne? Dieses: ich kläre das auf meine Art und Weise. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt alle irgendwie, auf Cujo losgeht, dass irgendjemand ihn bedroht oder irgendwas mit ihm macht. Das ist ein Ding zwischen mir und ihm und ich kläre das. Das ist meine Verantwortung. Das hier ist meine Art, es zu verarbeiten. Es ist keine Aufforderung. Und das ist wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit so werden viele lustige Interpretationen getroffen und Eigeninitiativen und so. Ähm Und hier ist noch mal ganz klar auch dann eben abzugrenzen, Ren, das ist das, was ein Teil von Ren gerne machen würde. So. Und das ist total in Ordnung. Wir haben alle diesen wütenden Teil. Alle diesen Teil, der gerne irgendwas zerstören würde. Entweder uns selbst, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Menschen. Wie oft Menschen sich vorgestellt haben, irgendjemanden zu schlagen, zu töten, was auch immer. Teilweise auf die brutalsten Arten und Weisen und das natürlich dennoch nie machen würden. Das ist total in Ordnung und es ist auch gesund, ne? Bis zu 'nem gewissen Grad, wo wir merken, okay, dieser Teil übernimmt in kleinsten Kleinigkeiten so. Dann muss man sich den Teil mal irgendwie angucken, muss man mal mit ihm sprechen. Dann geht es meistens darum, dass wir keine andere Strategie haben, mit bestimmten Situationen umzugehen und neue Strategien brauchen, um anders handeln und anders reagieren zu können, anders fühlen zu können, anders auf das Gefühl, was ursprünglich da war, reagieren zu können. Aber auch das ist immer noch nicht unbedingt krank, in meiner Welt zumindest nicht. So. Ja, ich lasse es erst mal so stehen. War cool genug, intensiv genug, wenn euch das gefallen hat. Hinterlasst mir gerne ein Like, teilt das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und dann seht ihr bald mehr von mir. Also, bis dann.